Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Zunächst einmal Entschuldigung dafür, dass es gestern kein Video gab, aber wie ihr so ein bisschen hören könnt, mir geht's zurzeit nicht so gut. Gestern lag ich den ganzen Tag flach, heute auch ein etwas kürzeres Video, aber es ist Spieltag und da möchte ich natürlich mit euch drüber reden. Aber es gibt auch noch sehr viele andere Themen rund um Real Madrid. Wir unterhalten uns über die Weihnachtsfeier und zwar von allen Sportabteilungen. Die Fußballer, die Frauenfußballer, die Basketballer, alle sind zusammengekommen und Florentino Perez hat eine Rede gehalten, die ich sehr interessant fand. Die habe ich für euch. Dann hat Arda Güler eine Auszeichnung in der Türkei bekommen und die haben sie selber übertroffen. Also ich habe ein sehr interessantes Video für euch. Und ein Thema, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass die Leute mir vorwerfen, dass ich den Thema aus dem Weg gehe. Gestern, wo ich krank war, ausgerechnet, dann kam so ein Thema, nämlich der erste Skandal seit langem rund um Real Madrid. Eine Ernährungsberaterin wirft Real Madrid quasi Mobbing vor. Und das Ganze ist sogar vor Gericht. Also, was da los ist und noch vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, eben im Vorwort habe ich das Wichtigste vergessen, nämlich willkommen zum schönsten Tag der Woche, willkommen zum Spieltag von Real Madrid. Heute um 21 Uhr trifft Real Madrid im Santiago Bernabéu auf den FC Sevilla. Und ich habe heute eine sehr schöne Nachricht von einem Follower bekommen, der mir geschrieben hat, er besucht heute zum ersten Mal das Santiago Bernabéu. Jemand, der mit Fußball gar nicht so viel am Hut hatte, aber er sagt, durch meine Videos und die Podcasts etc. fühlt er sich immer mehr hingezogen zu Real Madrid und heute zum ersten Mal im Santiago Bernabéu. Also eine sehr schöne Nachricht, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, und heute oder dieser Spieltag könnte theoretisch für Madrid ein guter werden. Also soweit man Real Madrid vertrauen kann. Wir spielen heute Abend gegen Sevilla. Sevilla ist nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren und es wäre wichtig, mit einem Sieg heute Druck auf die Konkurrenz auszuüben. Denn morgen müssen sowohl Atletico Madrid als auch der FC Barcelona auswärts ran. Das macht das Ganze immer schon etwas schwerer. Atletico Madrid muss nach Girona. Die haben gegen Madrid ja auch einen Punkt geholt. Möchte ich mich gar nicht dran erinnern. Und der FC Barcelona muss nach Villarreal. Ja, dieses berühmte Spiel, was fast in Miami stattgefunden hätte, das findet morgen in Villarreal statt. Ja, mal schauen, ob Real Madrid als Gewinner oder Verlierer dieses 17. Spieltags davonkommt. Ja, und jetzt würde ich euch gerne, wie ich es üblicherweise mache, die Kaderliste zeigen. Aber Real Madrid, ich weiß nicht, was mit denen in den letzten Wochen los ist. Die verschieben die offizielle Kaderliste immer mehr. Also wahrscheinlich warten die immer auf die letzte Genesung von einigen Spielern. Die Kaderliste steht immer noch nicht bereit. Heute ist das Fragezeichen anscheinend hinter Fede Valverde. Der hat so eine kleine Erkältung. Wie kann es nur kommen? Und auch einen Schlag aufs Bein bekommen. Mal schauen, ob der Uruguayer es heute schafft. Ich werde es in meiner Aufstellung am Ende dieses Videos berücksichtigen. In der Pressekonferenz wurde Xavi das Übliche gefragt, ob es sein letztes Spiel sein könnte. Ja, er wurde auch zu einer Szene gefragt, zu der wollte ich heute noch nicht kommen, weil sonst ist das Video zu voll. Es gab eine Szene, die mir überhaupt nicht gefallen hat aus dem Pokal. Keine Sorge, in den Tagen kommen wir dazu. Ja, auf jeden Fall hat er klargestellt, dass es natürlich ein sehr wichtiges Spiel ist, Sevilla immer ein unangenehmer Gegner ist und dass es sehr wichtig wäre für Real Madrid, sich anständig aus dem Jahr 2025 zu verabschieden. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall auch wichtig, um im Meisterschaftsrennen drin zu bleiben. Ja, und wer das Ganze wohl auch für sehr wichtig hält, ist Florentino Perez. Denn gestern, wie im Vorwort gesagt, war die Weihnachtsfeier, in der alle 3 Sportmannschaften eingeladen werden. Und Florentino Perez hat eine Rede gehalten. Und ohne zu lange zu quatschen, hören wir uns mal diese Rede an. Guten Tag an alle, liebe Spieler, Spielerinnen, Trainer, Techniker, Ärzte, Physios, Mitarbeiter von Real Madrid, Mitglieder des Vorstands, Legenden und Botschafter des Clubs. Zunächst einmal wünsche ich euch allen ein frohes Fest im Kreise eurer Familien und eurer Lieben. In dieser besinnlichen Zeit sage ich euch immer wieder, dass wir uns der Werte bewusst sein müssen, auf denen die Geschichte und die Legende von Real Madrid aufgebaut sind. Alles, was wir in unserer 123-jährigen Geschichte erreicht haben, verdanken wir dem, was dieses Wappen und dieses Trikot repräsentieren. Arbeit, Aufopferung, Engagement, der Wille, sich zu übertreffen, Kameradschaft, Respekt, Demut und Solidarität.
Ich sage immer, dass es ein großes Privileg ist, Teil von Real Madrid zu sein, aber gleichzeitig ist es auch eine große Verantwortung. Ihr erreicht die Herzen von Millionen von Menschen und müsst ein Vorbild und ein Beispiel für diejenigen sein, die euch auf der ganzen Welt folgen, insbesondere für die Jungen und Mädchen, für die ihr Idole seid. Denkt immer daran, dass ihr Real Madrid auf und neben dem Spielfeld repräsentiert. Wir haben eine der glanzvollsten Phasen unserer Geschichte erlebt, mit 58 Titeln in den letzten 15 Jahren, 30 im Fußball und 28 im Basketball. Darunter 6 Europapokale im Fußball und 3 Europapokale im Basketball. Aber bei Real Madrid dürfen wir nicht in Selbstzufriedenheit verfallen. Und jedes Jahr sind wir verpflichtet, bis zum Schluss zu arbeiten, um dieses universelle Gefühl, den Madridismo, weiter zu nähren. Dieser Club hat bereits 660 Millionen Follower in unseren sozialen Netzwerken. Und das gibt eine Vorstellung davon, was dieser Club für Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt bedeutet. Hier muss man bis zum Schluss kämpfen. Und das ist es, worum ich euch bitte, dass mit diesem Trikot niemand aufgibt bis zum letzten Moment eines jeden Spiels und dass ihr auf dem Spielfeld alles gebt. Wir vertrauen auf euren Einsatz und euer Talent und wir sind sicher, dass wir durch den Zusammenhalt aller die vor uns liegenden Herausforderungen meistern können. Ich möchte euch von Herzen für euer Engagement und euren Madridismo danken und auch für eure Solidarität. In Kürze werdet ihr die Kinder besuchen, die in Krankenhäusern liegen und eine schwere Zeit durchmachen. Und ihr werdet ihnen und ihren Familien eine riesige Freude bereiten. Denkt immer an diejenigen, die leiden und die euch mit einer besonderen Hoffnung ansehen. Das gibt ihnen Kraft und hilft ihnen, weiterzumachen. Ich wünsche euch einfach, dass ihr ein frohes Fest habt und dass das kommende Jahr uns allen Gesundheit und Glück bringt. Vielen Dank, dass ihr diesen Moment alle gemeinsam mit uns geteilt habt. Ja, also starke Worte von Florentino Perez. Mir persönlich wurde wieder bewusst, wie wichtig Real Madrid für viele Menschen ist. Dass es, ja, wie ihr selber gesagt habt, kranke Kinder auf der Welt gibt, in Krankenhäusern oder was auch immer, die einfach nur ihre Kraft daher nehmen, dass es Real Madrid gut Fußball spielt oder gewinnt, dass ihre Idole gut performen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie wichtig doch ja, dieser sportliche Erfolg oder die Leistung der Spieler für viele Menschen auf der Welt ist. Wenn man darüber nachdenkt, macht mich das noch wütender, wenn ich die Einstellung von einigen Spielern in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sehe. Also das hat mich richtig getroffen, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin da vielleicht ein bisschen zu nah am Wasser gebaut, als ich darüber nachgedacht habe. Aber vor allem finde ich und glaube ich, das ist auch kein Zufall, dass Florentino Perez ganz klar nochmal angesprochen hat. Darum bitte ich euch, dass ihr alle bis zur letzten Minute immer alles gibt. Wir vertrauen auf euch, natürlich dann auch auf euer Talent. Aber das Erste, was da sein muss, ist der Einsatzwille. Und ich finde, da hat Florentino Perez die passenden Wörter gefunden. Mir hat die Rede sehr, sehr gut gefallen. Eure Meinung zu dieser Rede bin ich gespannt, könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Ja, und ich mache heute ein emotionales Sandwich aus diesem Video, denn bevor wir zu der nächsten schönen Nachricht kommen, ja, müssen wir uns über die schlechte Nachricht unterhalten, die in den letzten Tagen im Real Madrid-Universum losgetreten wurde. Und zwar unterhalten wir uns über die Ernährungsberaterin Itziar González. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann euch nicht den ganzen Artikel vorlesen. Ich lasse das mal so ein bisschen parallel laufen, damit ihr seht, wie lange dieser Artikel ist. Diesen Artikel hat der Marca gemacht. Und es wird mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der sagt, ach, typisch Marca, die wollen wieder nur Unruhe bei Real Madrid schaffen. Aber da muss ich den Marca ein bisschen in Schutz nehmen. Diese Frau hat bei Real Madrid gearbeitet. Ich erinnere mich noch daran, dass ich große Hoffnungen in ihre Arbeit hatte, weil sie hatte Dani Carvajal von seinen Dauerverletzungen geheilt. Und es stimmt auch, dass diese Frau Real Madrid jetzt angezeigt hat. Also das ist definitiv ein Artikel wert. Und der Artikel, der ist ellenlang. Und ich fasse das Ganze mal so ein bisschen in meinen eigenen Worten zusammen. Die Frau hat gesagt, also zunächst einmal, die Frau ist ein absoluter Vollblut-Profi, was ihre Karriere angeht. Also ich glaube, es gibt kaum eine Universität, die sie nicht besucht hat. Überall ihre Abschlüsse etc. Also die Frau, was ihre Arbeit angeht, ist die top, das muss man sagen. Die hat auch mit Dani Carvajal gearbeitet, hat ihn von seinen Dauerverletzungsphasen geheilt.
Naja, dass er sich danach das Knie gefühlt gebrochen hat bei einer Situation im Fußball, da kann, glaube ich, keine Ernährung der Welt was machen. Ja, und danach hat sie berichtet, dass durch die guten Erfahrungen mit Dani Carvajal Florentino Perez selber darum gekämpft hätte, dass sie in den Verein kommt. Und dadurch ist sie dann auch in den Verein gekommen, obwohl die sich gewehrt hat. Sie sagte, sie hatte vorher schon schlechte Erfahrungen bei anderen Vereinen gemacht, hat sich etwas gewehrt. Aber dadurch, dass der Präsident selber es wollte, hat sie sich überreden lassen, hat sie sich breitschlagen lassen. Aber von Anfang an soll das medizinische Team sich gegen sie gesträubt haben, gegen ihre Methoden. Das medizinische Team soll sagen, ach, Ernährung hat überhaupt nichts mit der Leistung und der Verletzungen von den Spielern zu tun. Sollen gegen sie gekämpft haben, sollen den Spielern aktiv gesagt haben, so nach dem Motto, ach, die Alte ist verrückt, hört nicht auf die, esst bitte das, was wir euch geben, nicht was die macht. Die weiß nicht, über was sie redet, so nach dem Motto. Und sie selber soll sich auch sehr unwohl gefühlt haben. Sie soll isoliert worden sein von den Spielern. Das Ärzteteam hat ihr von Anfang an wohl gesagt, wir machen mit Florentino Perez, was wir wollen. Wir werden ihn so manipulieren, dass er dich hier hochkant rausschmeißt. Sie sagt selber, es wurden ihr ständig Vorwürfe gemacht. Sie hätte das geklaut, sie hätte das geklaut. Und sie hat ständig nachgewiesen, dass sie das gar nicht war oder dass das nicht stimmt. Und sie sagt auch, dass in den Spielen, in denen man sie hat arbeiten lassen, gegen Atalanta Bergamo, letzte Saison gegen Atletico Madrid etc., dann die Spieler auch sehr gut drauf waren und die Spieler sogar persönlich zu Florentino Perez gegangen sind und gesagt haben, hör mal, die Frau ist unglaublich, was sie hier leistet. Aber dann kam immer wieder noch mehr Neid von der medizinischen Abteilung, weil so nach dem Motto, boah, die Spieler finden die zu gut. Und dann soll sie noch mehr Kritik bekommen haben, immer mehr isoliert worden sein. So richtiges Mobbing, Psychomobbing auch. Und am Ende soll es sogar so weit gegangen sein, dass sie irgendwann entlassen wurde. Florentino Perez sehr wütend auf sie war durch die Lügen, die ihm aufgetischt wurden. Ihre Variante, dazu kommen wir jetzt. Ja, und im Endeffekt soll man ihr gesagt haben, aus gesundheitlichen, aus physischen Gründen für sie ist es besser, wenn sie nicht mehr nach Valdebebas geht. So nach dem Motto, sie wird sonst verprügelt vom medizinischen Team oder was auch immer. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie möchte kein schlechtes Wort an der Mannschaft lassen. Erst recht nicht erst recht nicht an den Spielern, auch nicht an Florentino Perez. Die Spieler sind wunderbare Menschen, waren sehr interessiert. In Arda Güler ist speziell auf sie zugekommen, ein Rodrigo, Dani Carvajal etc. Die waren alle sehr interessiert und haben sich zu Hause auch an ihre Ernährungspläne gehalten. Aber in Valdebebas am Buffet etc. Hat man die so quasi ausgelacht und extra die Ernährung genommen, die sie nicht gut findet. Ja, und jetzt erstmal 2 Punkte. Der Fall ist vor Gericht. Also ich würde mir natürlich ein Statement von Real Madrid wünschen, aber ich glaube, solange der Fall vor Gericht wird Real Madrid da kein offizielles Statement geben. Ich glaube, wir verstehen alle warum. Und zum anderen muss auch gesagt werden, das ist natürlich ihre Sicht der Dinge. Ich glaube, wir sind alle alt genug, um zu wissen, dass es bei jedem Konflikt 2 Ansichten gibt. Glaube ich dieser Frau? Auf der einen Seite glaube ich ihr, weil es ist wirklich so, wenn man die Verletzungen in den letzten Jahren zusammensieht, da scheint ja irgendwas falsch zu laufen. Und Ernährung ist natürlich wichtig, ist ein entscheidender Faktor. Aber wenn ich das weiß, dann kann ich mir kaum vorstellen, also ich weiß es nicht, dass die medizinische Abteilung von Real Madrid, also da stecken die Hunderttausende Euro rein, dass die da nur Mediziner haben, von denen angeblich noch nie jemand gehört haben will, dass Ernährung wichtig ist. Also das kann ich mir irgendwie auf der anderen Seite nicht vorstellen. Also auf der einen Seite glaube ich ihr, vor allem wenn man die Verletzungshistorie von unseren Spielern anschaut, die Verteidiger von allen, das ist ja nicht normal, wie viele Spieler von Real Madrid sich verletzen. Es stimmt auch, dass ein Dani Carvajal aus seiner Verletzungsmiserie rausgekommen ist. Also auf der einen Seite glaube ich ihr, auf der anderen Seite gibt es Aspekte, es fällt mir schwer, Opfer da in Frage zu stellen, aber wie gesagt, es gibt halt immer 2 Sichtweisen bei Konflikten. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Frau körperlicher Schaden in Valdebebas gedroht hat. Wer würde denn seinen Job riskieren, weil der eine Frau schlägt in Valdebebas? Also keine Ahnung. Aber eins ist auch klar, so eine Frau mit so einem beruflichen Werdegang, die hat vorher schon mit Profisportlern gearbeitet etc., die saugt sich das ja jetzt nicht auf einmal aus den Fingern. Also,
Vielleicht hat sie es ein bisschen zu krass wahrgenommen, aber da war auf jeden Fall irgendwas. Und ich erwarte von Real Madrid, dass dem nachgegangen wird und dass die medizinische Abteilung, ja, dass da Konsequenzen gezogen werden. Denn so ein Verhalten hat bei Real Madrid erst recht nicht, aber in der gesamten Welt nichts zu suchen. Wo kommen wir denn da an? Mobbing im Jahr 2025, was soll der? Also das macht mich richtig wütend. Ich hoffe, dass ein Florentino Perez da wirklich das Ganze mal überprüfen lässt und dass da sauber gemacht wird. Vielleicht sogar, dass die Frau wieder zurückkommt und die medizinische Abteilung ausgewechselt wird. Naja, die wurden gerade Anfang der Saison ausgewechselt. Vielleicht geht es auch um die medizinische Abteilung letztes Jahr und auch unter Carlo Ancelotti. Vielleicht ist die neue medizinische Abteilung unter Xabi Alonso ja offener. Aber auf jeden Fall wollte ich diesem Thema nicht aus dem Weg gehen. Ich glaube der Frau auf jeden Fall, die fängt nicht auf einmal an, sich so etwas aus den Fingern zu saugen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, jeder Konflikt hat zwei Seiten. Ja, bin ich gespannt, wie ihr die Situation seht. Ich erwarte von Real Madrid, dass dieser Fall geklärt wird. Ja, wie gesagt, ein Spieler, der ihre Dienste gerne genutzt hat, war der Türke Arda Güler. Und für den war gestern ein ganz besonderer Tag, denn er hat den 2025 Yıldız Suçu Preis gewonnen. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Athlet des Jahres, Sportler des Jahres in der Türkei. Und die Türken haben sich nicht lumpen lassen. Im Gegenteil, schaut mal an, was die für den gemacht haben. Ja, ist das nicht schön? Alle Kinder in dem Arda Güler Trikot spielen für den das Ala Madrida. Also was für ein schöner Moment. Leider konnte Arda Güler diesen Moment selber nicht erleben. Der ist natürlich in Madrid und bereitet sich auf das Spiel heute gegen Sevilla vor. Seine Familie war da, seine Freundin, seine Eltern haben den Preis entgegengenommen, Tränen in den Augen. Also schöner Moment für die Familie Güler. Er selber hat sich auch per Videobotschaft bedankt. Auf jeden Fall. Er hat da sehr viel wieder gesagt, die ganze Türkei ist ein Paradies, aber Bordeaux, glaube ich, da kommt das Ganze her, ist für ihn nochmal besonders, er macht ja gerne Urlaub. Ich glaube, die haben den Preis, so wie ich das verstanden habe, für ihn rausgegeben. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich kenne keinen Spieler in der Geschichte von Real Madrid, der so heimatverbunden war wie Arda Güler. Also egal in welchem Interview, der redet ja immer Türkei, Türkei, Türkei. Also der ist da sehr heimatverbunden. Mal schauen, vielleicht in so 5, 6, 7 Jahren, irgendwann hat Real Madrid vielleicht genauso viel Liebe in seinem Herzen wie die Türkei. Aber im Endeffekt, schöner Moment für den jungen Türken. Hat mich sehr für ihn gefreut. Vielleicht hilft das seinem Ego. Wie gesagt, er hat mir im Pokal sehr, sehr gut gefallen. Wir brauchen den alten Arda Güler wieder, der zusammen mit Kylian Mbappé Europa zerschossen hat. Ja, und ob er das heute Abend auch macht, ja, das sehen wir jetzt in der Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, im Tor natürlich ein Thibaut Courtois, der beste Torhüter der Welt. Mein rechter Verteidiger sollte ein Fede Valverde es nicht ganz schaffen oder selbst wenn er es schafft, ist er ja immer noch gesundheitlich angeschlagen. Ich selber kann euch ein Lied davon erzählen, wie viel Kraft die Grippe dem Körper raubt. Also mein rechter Verteidiger David Jiménez. Ich finde, der hat das im Pokal gut gemacht und hat noch eine Chance verdient. In der Innenverteidigung Antonio Rüdiger und Dean Housen, da brauchen wir Stabilität. Links hinten
ein Víctor Valdepeñas. Ja, ich weiß, ein Álvaro Carreras ist noch gesperrt, ein Fran García nicht, aber Fran García hat nichts mit einem Fußballer von Real Madrid zu tun. Jedes Mal sage ich das wieder. Also für mich ganz klar ein Víctor Valdepeñas. Auf der 6 Aurélien Tchouaméni, durfte sich im Pokal ausruhen, ist hoffentlich wieder fit. Davor ohne Frage Jude Bellingham und Arda Güler, die beiden kreativen Köpfe, die für die Gefahr bei Real Madrid sorgen sollen. Beide können auch immer wieder sich fallen lassen und den Spielaufbau von Real Madrid mit unterstützen. Mein Stürmer wäre das Geburtstagskind, bevor ich das vergesse. Heute wird er nämlich 27. Herzlichen Glückwunsch dazu. Kylian Mbappé. Also das Geburtstagskind natürlich vorne in den Sturm. Vielleicht bricht er den Torrekord von Cristiano Ronaldo. Links vorne einen Vini Junior, der durfte sich im Pokal auch ausruhen. Ja, und ich glaube, der hat bei Madridismo einiges wieder gut zu machen. Mein linker Flügel Vini Junior und mein rechter Flügel, ohne Zweifel, Endrick. Was für eine Wahnsinnsleistung hat er gegen Talavera gebracht. Dieser Brasilianer verdient viel mehr Minuten. Also ganz klar, Endrick wäre heute mein rechter Flügel. Jetzt bin ich gespannt. Was sagst du zu meiner Aufstellung? Was sagst du zu diesem Video, das doch länger geworden ist als geplant? Ja, lass deine Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Lass ein Like da, teil dieses Video. Ja, hypen, hypen, hypen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ich gehe davon aus. Bis dahin. A la Madrid.